Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute stelle ich euch mal wieder eine Kamera vor. Die wurde mir freundlicherweise von QLive zur Verfügung gestellt. Aber bevor ich dahin komme, noch eine kleine Bitte. Lasst doch gerne ein Abo da. Das ist vollkommen kostenlos und dass ihr nichts mehr verpasst, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Dann drückt auch das kleine Glöckchen daneben. Dann bekommt ihr immer eine Information, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Meine Videos mit den Wildkameras sind immer sonntags ab 17 Uhr online. Und wenn ich irgendwas anderes, wie zum Beispiel meine Wanderung zeige, wo ich da in der Natur unterwegs bin oder andere Städte besuche, also meine Reisevideos, die kommen größtenteils mittwochs um 18 Uhr. Aber kommen wir zu der Vorstellung der neuen Kamera. Es handelt sich hierbei um die QLive H881 Plus. Es ist die dritte Version der H881. Darum gehe ich nicht so doll auf den Aufbau ein, weil der ist ziemlich gleich. Dazu verlinke ich euch oben entsprechende Videos zu den Vorgängerversionen von der H881. Die konnte zum Beispiel nur Videoaufnahmen machen bis 1080p, was natürlich vollkommen ausreicht. Und Videos von der H881 mit Wi-Fi, die konnte schon 4K. Aber da fängt schon das erste Problem an. Die Kameras haben alle einen 8 Megapixel Sensor verbaut. Also alles, was über 8 Megapixel ist interpoliert. Man muss sich das so vorstellen, man bläst einfach einen Luftballon auf, wo eine Weltkugel ist und dadurch wird es pixeliger und verrauschter. Die neue H881 Plus, die kann jetzt durch das Interpolieren bis zu 48 Megapixel Bilder machen. Videos wieder bis zu 4K, aber die Aufnahmen mit 1080p reichen vollkommen aus, wenn denn die entsprechende Framerate von mindestens 20 Frames pro Second eingehalten werden. Fotos werden in einem Format wieder von JPEG gemacht und Videos in AVI. Also dort könnte man wirklich mal umstellen auf MOV oder auf MP4. Serienaufnahmen sind natürlich auch wieder möglich. Da ist es so wie bei der H881 mit Wi-Fi. 1, 2, 3 oder 10 Aufnahmen in Serie. Hier bei dieser Kamera sind nur 40 IR-LEDs verbaut, die in einem 850 Nanometer Bereich arbeiten. Der Erfassungswinkel ist sehr breit gefächert auf 125 Grad. Die Auslöseentfernung ist wieder maximal bis 25 Meter möglich. Die Auslöseintervalle, also die Zeit zwischen zwei Aufnahmen, kann man einstellen von 5 Sekunden bis zu 60 Sekunden. Die Videolänge kann eingestellt werden von 3 Sekunden bis mindestens 10 Minuten. Hier kann man auch wieder eine MicroSD einbauen, was für manche ein Problem ist. Sie mögen lieber die großen SDs, aber hier geht das bis zu 512 GB. Natürlich ist sie auch wieder vor Wasser staubgeschützt. Sie hat eine IP67. Das soll natürlich auch heißen, dass sie kurzzeitig unter Wasser getaucht werden kann. Das möchte ich natürlich wieder nicht ausprobieren. Lieber lasse ich es heil. Die Kamera habe ich diesmal eingestellt auf Video und Foto. Und dazu kommen jetzt die Testvideos. Da kommen dann auch schon die Testaufnahmen der QLive H881 Plus. Die Videoauflösung ist bei 1080p wieder einmal und die Fotos habe ich eingestellt auf die maximale 48 Megapixel. Ich habe festgestellt bei der Auswertung der Dateien von den anderen beiden Versionen der H881, dass die Datenrate sich sehr erhöht hat, also teilweise über das Dreifache. Und dadurch konnte ich auch feststellen, dass sich die Bildqualität etwas verbessert hat.
Der Ton ist immer noch, wenn er mal wieder vorhanden ist, auf Mono immer noch. Da könnte man auch mal was ändern, dass es in Stereo ist. Der Auslöseabstand zwischen Foto und Video ist okay. Er beträgt hier 1 Sekunde. Ich habe hier das eingestellt, dass sie 2 Aufnahmen hintereinander macht beim Foto und danach dann gleich das Video. Dadurch kann natürlich sein, wenn 2 Fotos ausgelöst werden, dass das Tier im Video schon wieder verschwunden ist. Hier haben wir so eine Situation. Ich habe 2 Aufnahmen vom Fuchs im Fotomodus, aber im Video habe ich ihn nicht mehr. Da sehen wir hier dann schon wieder den Marder. Auch mit diesem Video habe ich wieder eine Überraschung für euch. Ich verlose diese QLife H881 Plus unter allen Kommentaren mit dem Hashtag H881 Plus. Es kann jeder dran teilnehmen aus dem europäischen Raum, außer aus der Schweiz, oder Sie beteiligen sich an der Hälfte der Versandkosten. Zur Erinnerung, es läuft noch ein Gewinnspiel aus dem letzten Video. Dort habe ich getestet die QLife H8201. An diesem Gewinnspiel könnt ihr noch dran teilnehmen bis Freitag 24 Uhr. Und die Verlosung wird am Sonntag in einer Woche stattfinden um 17 Uhr. Also schaut in das Video über die QLife H8201 rein und ich wünsche euch schon mal viel Glück. Das soll es denn auch schon wieder gewesen sein von dem kleinen Test der H881 Plus. Ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen und gebt mir ein Like dafür. Schreibt auch gerne was in die Kommentare. Natürlich auch, wenn ihr an dem Gewinnspiel dran teilnehmen möchtet. Dazu schreibt ihr noch zusätzlich den Hashtag H881 Plus. Wer natürlich neu ist hier, lasst gerne ein Abo da und dass ihr nichts mehr verpasst, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, drückt auch die kleine Glocke daneben. Dann heißt es für mich nur noch zu sagen, bleibt schön gesund, bis zum nächsten Mal und tschüss!